Hallo zusammen, heute dürfen wir euch das F-Race 2 von Ozon vorstellen. Das ist das brandneue Gurtzeug, das gemacht ist für Hike and Fly, für Wettkämpfe, wie aber auch für Piloten, die sonst privat gehen laufen. Und da ist genau das Teil. Das, was man hier sieht, ist schön verpackt. Und zwar ist das der Sack, wo man den Protektor nachher damit aufpumpen kann. Es hat hier oben ein Rolltop, machen wir auf und nehmen den Sack mal weg. So, dass wir drin sehen, was das für ein Gurtzeug ist. Farblich gibt es, was ich weiss, in einer Ausführung. Schwarz-weiß, sieht schön aus. Und das Ding, habt ihr schon gesehen, ist klein verpackt und es ist nicht nur klein, es ist auch leicht. Und zwar, so wie es jetzt da ist es 1,8 Kilo ohne Notchim. Der Notchim ist noch 800 Gramm, da ist ein 100 Kilo der Notchim drin. Und man kann es aber noch leichter haben. In dem Fall, wenn man das Cockpit wegnehmen, den Protektor rausnehmen, aber das macht für mich jetzt keinen Sinn. Also 1,8 Kilo für so ein Gurtzeug ist doch wirklich eine super leichte Sache. Wir haben hier einerseits den Einlass, wo man nachher die Schwanzflossen aufpumpen. Das ist dann erst das, was im Flug stattfindet. Und andererseits, wenn wir jetzt vielleicht als allererstes der Protektor, der da sehr gross dimensioniert ist, von den Oberschenkel bis in den Rücken rauf. Da hat es zwei Varianten, um den aufzupumpen. Einerseits haben wir hier den Tube, wo man entweder vom Maul reinblasen kann. Da kann man auch während dem Flug, wenn zum Beispiel wegen der Höhe oder wegen der Temperatur das Volumen oft mal abnimmt im Protektor, könnte man da wieder reinblasen. Und andererseits haben wir hinten innen im Rückenfach, da haben wir einen Einlass für den Protektor und da wird gerade mitgeliefert ein Pümpeli, ein Elektropümpeli. Da könnten wir jetzt hier auftun, den Einlass, voilà, und die Pumpe anhängen und mit der Pumpe da Luft reinbringen. Jetzt zeige ich als allererstes mal, wie es mit dem Sack wird funktionieren da. Für das muss natürlich dahinter zu sein, das ist klar. Sonst kann man mit dem Sack keine Luft reindrücken. Der Sack wird vorgefüllt. Nachher da ist der Anschluss. Der Anschluss kommt da drauf, wird aufgesteckt. Wir müssen da drinnen die Schnalle, die da drinnen ist, wo man zudrücken oder wieder öffnen, natürlich offen haben. Der Sack wird vorgefüllt mit der Luft. Sobald die Luft drin ist, tut man ihn zusammennehmen oben innen und tut die Luft, die da drin ist, reindrücken und schon sieht man, wie der Protektor sich füllt. Wenn man sich gegen das System entscheidet, das braucht übrigens so kleine Füllungen, wie ich jetzt habe, etwa 5 bis drin ist, nachher kann man das Ventil auftun da hinten und eben mit dem Elektropümpeli arbeiten. Auftun, die Elektropumpe ansetzen. Die wird mitgeliefert, die von Flextail zweimal draufdrücken, dann läuft die und jetzt sieht man wunderbar, wie sich das streckt. Der ganze Bereich da wird jetzt gefüllt und da kann man nicht zu viel Luft reindrücken. Das Pümpel ist so dimensioniert, dass man einfach reindrücken bis an den Endanschlag. Das geht ein paar Sekunden. Jetzt bin ich vielleicht knapp bei 10 Sekunden dran. Es ist schon richtig voll, man hört das Pümpel, kommt an den Anschlag. Ich stelle es ab, kann es abnehmen und es hat ein Rückschlagventil, also es bleibt voll. Und jetzt ist klar, tut man nachher den Verschluss da oben zu, da reindrücken und das Pümpeli kann man wieder versorgen und dann hat man richtig schön Ordnung. Wenn wir schon da drin hineinschauen, da hat es zwei schöne Fächer, nämlich eins, wo man zum Beispiel Stöcke rein tun kann oder einen Trinkbeutel und ein zweites Fach, wo man entweder den Trinkbeutel rein tun kann oder andere Sachen. Und das ganz grosse Fach für Packsack und so. Und es ist wirklich lässig gross dimensioniert, so dass man auch mal ein Biwak vom Fly machen kann. Aber wir haben jetzt als erstes mal unsere Stöcke, die wir da hinten rein tun. Dann haben wir den Packsack, den wir hinten rein tun. Und dann kommt natürlich noch die Packwurst, die auch hinten reinkommt in das Gurtzeug rein. Und so haben wir sicher sehr schön Platz. Dann wird es zugemacht. Es hat 2 Reissverschlüsse, das ist noch ganz gäbig. Und dann ist das so eigentlich schon parat zum Fliegen.
Wir schauen noch ein paar andere Sachen an, die man jetzt gerade so schön kann. Nämlich der Notchim-Container. Der ist sehr, sehr schön verpackt. Das ist so, dass wir jetzt hier einen 100 Kilo Notchim drin haben. Man könnte auch einen grösseren rein tun. Wenn man die Lasche hier aufmacht, die da unten, nachher sieht man am Verschluss her die 2 gelben Verschlussssplinten und nachher da in der Mitte der Bändel, wo der Innencontainer dran hängt. Und es wird richtig schön versorgt, so zugemacht, dass das abdeckt ist. Oben drauf haben wir das Cockpit mit den 2 Befestigungsöseli da, die 2 Loop, wo man Geräte anmachen kann. Und nachher gegen oben, so wie ein S-Latz da, die Tasche, die nachher am Schultergurt angemacht wird. Man kann es auch wegnehmen dazu und nur mit ganz wenig Cockpit fliegen. Das ist natürlich auch möglich. Auch da drunter hat es wieder die Anmachpunkte. Wenn wir jetzt noch unten dran schauen, da, nachher sehen wir, dass wir da auch noch mal eine Tasche haben, zum Beispiel um eine Powerbank reinzumachen oder dass man sonst noch kleine Utensilien rein tun kann. Ich meine, für einen Frontcontainer sehr, sehr kleine Sache, sauber hergestellt, gefreute Geschichte. Dann haben wir die andere Sache, wo man sich ja vielleicht beim Vorgängermodell ein bisschen gefragt hat, wieso macht man da einen Softlink her. Das Mal hat man es ganz gut gelöst. Das ist anstelle von einem Karabiner, wird nachher einfach da auf dieser Seite der blaue Riegel, auf der anderen Seite der rote Riegel da durchgeschoppt, da eingefahren. Das geht so, dass es natürlich ein bisschen eng ist. Wir wollen ja nicht, dass es einfach aufgeht. Und zum Sichern haben wir nachher den Gummi, den man zutun kann. Und schon haben wir sehr, sehr eine gute Verbindung vom Gurtzeug nachher zum Gleitschirm her. Schön gemacht. Der Schultergurt, den wir hier sehen, auch sauber zum Verstellen. Wir haben einerseits können wir es hier über diesen Bändel verkürzen, es wird zugezogen, oder wir können es über diesen Bändel verlängern. Und so kann man sogar in der Luft gute Einstellungen machen. Das ist nicht nur bei diesem Bändel so, es ist auch bei anderen Sachen so, wie zum Beispiel der Brustgurt, den wir hier verstellen können. Wir können hier auf der Seite verstellen, wie fest dass man reinliegen kann. Also das ist die Längsstabilität, kann man hier dämpfen oder man kann sie ganz frei geben. Man sieht wunderbar hier dran her, wie das aufgebaut ist, das Gurtzeug. Es ist nämlich so, dass das Tragende ist nicht der schwarze Stoff, sondern es sind die Dyneema-Fäden, die wir hier sehen. Und genau von da, wo man die Kraft einwirkt, von den Bändel, von diesem Bändel, laufen die wunderbar weg und geben natürlich einen mega coolen Support und sogar extrem schön verbreitet in der ganzen Tiefe, die es muss angreifen muss. Nämlich von zuvorderst bis zuhinterst den Rücken rauf haben wir die Fäden drin. Das heisst optimale Kraftverteilung. Das haben sie sehr, sehr schön gelöst. Das Gurtzeug anlegen. Auf der einen Seite muss man einsteigen. Das ist gerade gleichzeitig der Rausfallschutz. Also da auf dieser Seite wird eingestiegen bei dem Beigurt und nachher kann man es über die Schultern mal anlegen. Das Schultergürtel zutun. Ist gerade zum Suchen für mich. Dazu ist es, das Bauchgürtel zumachen. Und wenn ein Pilot jetzt starten ohne die Gegenseite zuzumachen, würde er bereits nicht rausfallen, weil er ist auf dieser Seite angemacht, weil man einsteigen musste. Zumachen geht so, dass wir auch wieder so einen Riegel haben. Rot geht zu Rot da. Zumachen und gut ist. Nachher, wenn wir den Beisack zutun, da haben wir auch wieder mit den Farben. Da ist blau und auf dieser Seite ist es auch blau. Es wird zusammengehängt und gut ist. Nachher haben wir hier die rote Seite zum Zutun. Das ist der Rot, der geht zu Rot. Und schon haben wir es auch auf dieser Seite verschliessen. Voilà. Soweit gut. Nachher haben wir ja den Latz noch, den wir gerne zutun. Für das sind die Clips hier oben, auf der einen wie auf der anderen Seite. Und da sehen wir jetzt, dass wir Material rein tun können. Dazu kommen unsere Instrumente her. Bereits jetzt sieht man auf der Seite hier sehr, sehr grosse Taschen, wo man wirklich viel Material rein tun kann. Oder man könnte auch ein Anti-G rein tun auf dieser Seite. Auf der Gegenseite haben wir es auch, nur ist es hier zugemacht mit einem Reissverschluss da auftun.
und wir haben auch sehr, sehr schön Platz. Also Sachen, wo man in der Luft dazukommt, hat sicher genügend Volumen, um überall Sachen zu verstauen, die man braucht. Beschleuniger standardmäßig auf dieser Seite da, mit dem Brummelhaken. Und der Beschleuniger hat 3 Stufen, wenn man hier reinschaut. Ich tue den Beschleuniger beidseitig ein bisschen ziehen, dass man es vielleicht sehen kann. Sonst zeigen wir es später noch mal zeigen. Wir haben eine Stufe 1, eine Stufe 2 und wir haben eine Stufe 3. Man geht also zuerst mit dem rechten Fuß da rein, mit dem linken Fuß da rein und nachher mit dem rechten Fuß wieder da rein. Finde ich sehr, sehr eine gelungene Sache. Soweit zum Anlegen. Jetzt müssten wir dann langsam den Schirm hermachen. Und dann machen wir den ersten Flug. Ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlt. Ich weiss, der Vorgänger war schon lässig zum Fliegen. Und da, bei diesem Modell, ist das Einstellen um Welten viel einfacher geworden. Also sehr, sehr eine positive Sache. Geil mit dem Gurtzeug. Platz und Stabilität und die Längsachse, etwa so wie man es sich erwünscht. Ganz gut. Stabilo fast am Boden unten. Das muss doch sein, die erste Landung. Mit diesem Gurtzeug. Hey, coole Sache. Jawohl, hey, der erste Flug. F-Race von Zone, die zweite Edition. Und der erste Eindruck, hey, fantastisch. Ist ein geiles Gurtzeug. Lässt sich cool verstellen, lässt sich cool fliegen. Und von mir aus eine Empfehlung. Für jeden, der Hike and Fly machen will, der laufen mit dem Ding, der eine leichte Ausrüstung haben und trotzdem einen sehr, sehr hohen Teil an Komfort. Hey, ganz cool. Probiert es aus. Flugschule Appenzell. Bei uns kann man das Testsitzen. Kommt vorbei, schaut das an.